Anyway, normally Swamis don't talk about their past, but I thought to use the story of how I came to India to talk about some of the Swamis of Sivananda Ashram and Sivananda Ashram. Normalerweise reden die Swamis nicht von ihrer Vergangenheit, aber ich habe gedacht, ich benutze mal die Art und Weise, wie ich nach Indien kam, um über einige Swamis im Sivananda Ashram zu sprechen. All right. Anyway, my life is crooked, you can see. Mein Leben ist etwas verbogen, das könnt ihr schon sehen. So, if you don't mind, I'll just, I was studying in college, studying architecture in college and design, furniture design. Also, wenn es euch nicht ausmacht, ich habe also in College dann Architektur studiert und Design. In 1977 and was, studying art and listening to music, and through the great masters in art and music, I actually had my first spiritual awakening. Und habe dann auch Kunst studiert und habe Musik gehört und habe durch die großen Meister in Kunst und Musik hatte ich auch meine erste spirituelle Erweckung. Masterpieces in art or music or any sphere, the great masterpieces are vehicles to express higher states of consciousness. Die Meisterstücke in der Kunst, in der Musik, also jegliche Art von Meisterstücken, das sind großartige Fahrzeuge, um zu höherem Bewusstsein zu kommen. So through that I was awakened, and I knew that I had to search for something else. Und dadurch wurde ich erweckt und ich wusste auch, dass ich mich dann aufmachen musste, etwas anderes zu suchen. So, what's that thing? Anyway, so I started studying Gurdjieff. This is Gurdjieff. He was a great mystic during the Russian Revolution. Das ist Gurdjieff, ein großer Mystiker während der russischen Revolution. My fellow student and I started studying him, and we decided that we had to go out, get out of college and go and do it. Meine Mitstudenten und ich, wir haben ihn also studiert und haben dann aber beschlossen, dass wir aus der Hochschule rausgehen mussten und es machen mussten. Clock. So anyway, no, I can see that clock. It's okay. Because I can talk. I'm not like Chandra, I can start talking too much. I'm more like my guru Swami Dayananda. Also nicht so wie Chandra, also ich könnte vielleicht zu viel reden, ich bin so mehr wie mein Guru Swami Dayananda. So we believed that the way we could see who we were was we had to disassociate ourselves from everything middle class before we could see who we were. So wie wir das sahen, herauszufinden, wer wir wirklich waren, mussten wir uns von allem trennen, was wir als Mittelklasse ansahen, herauszufinden, wer wir sind. So we stopped taking baths. Also haben wir aufgehört, uns zu waschen. Stopped combing our hair. Haben aufgehört, unser Haar zu kämmen. And we walked away from the college with no change of clothes, no money, nothing, and started begging for our food. Aus dem College gegangen, ohne Kleider zu wechseln, ohne Geld zu haben und haben angefangen, für das Essen zu betteln. So we started wandering around the United States, begging our food, just sleeping on the side of the road, sleeping on a golf course, sleeping in a barn. Wir sind also so durch die Vereinigten Staaten gewandert, haben am Straßenrand geschlafen, im Park, auf dem Golfplatz, haben unser Essen gebettelt, irgendwo an der Kneipe geschlafen. And then we would go to a coffee shop and read spiritual books for hours, Gurdjieff's books. Und wir haben uns auch dann in Cafés gesetzt und dann stundenlang spirituelle Bücher gelesen, Gurdjieffs Bücher. And we didn't have money, so when people would leave their plates, we would eat the scraps off of their plates. That's how we got our food. Wir hatten auch kein Geld, und wenn die Leute dann so da ihre Teller stehen gelassen haben mit Essensresten drauf, haben wir das gegessen, so kamen wir an unser Essen. These are some of the movements Gurdjieff did from the Sufis, the whirling dervishes of the Sufis he studied with. Und das sind jetzt so die Gurdjieff-Bewegungen, das kommt aus der Sufi-Tradition, also aus dem Tanz, das haben wir dann auch gelernt. Next one. So, we ended up in this swamp in Florida. Sind dann irgendwann an diesem Sumpf in Florida angelangt. It's called the Everglades. Some of you know the Die Everglades. heißen die Everglades. And we were going to build a bamboo hut and meditate there. Und da hatten wir dann so eine Bambushütte und meditierten dort. So, next. And the next one. So in the nighttime, Nachts in the nighttime you could hear the alligators next to us thrashing in the water. konnten wir die Alligatoren direkt neben uns hören, wie sie im Wasser rumgeplanscht haben.
And this was a little too much for my friend. He finally had to go back to his house. He was Für meinen just... Kumpel war das ein bisschen zu viel, also musste dann irgendwie wieder nach Hause gehen. Anyway, I carried on. Go to the next one. I found my first... Just wait. I found my first guru, and he was a German. His name was Sigurd Schmidt. Ich habe dann meinen ersten Guru gefunden, der war Deutscher und sein Name war Sigurd Schmidt. And he had studied pretty much everything from Western mysticism. Und hatte so ziemlich alles aus der westlichen Mystik studiert. And he led me to the Baha'i faith. I became a Baha'i. I was a very active Baha'i for many years. Er hat mich zum Baha'i-Glauben geführt. Ich war ein sehr aktiver Baha'i für einige Jahre. But I think some of you know the tendency in the German mind is to categorize things. So he systematized the universe and the cosmos, and that was a little too much for me after a while. Vielleicht kennen ja einige von euch diese deutsche Neigung, alles zu kategorisieren und in Schubladen zu stecken. Und er hat so das gesamte Universum kategorisiert, und das war für mich nach einiger Zeit ein bisschen zu viel. So, for the next 10 years, I mostly lived under trees and in parks, trying to meditate and reading different spiritual books. Die nächsten 10 Jahre habe ich so ziemlich die ganze Zeit in Parks gelebt, unter Bäumen, habe versucht zu meditieren, spirituelle Bücher zu lesen. I lived under a tree in this park for quite a while. In diesem Park habe ich einige Weile unter einem Baum gelebt. Found a place where the alcoholics had thrown out their bottles. I cleaned it up and put a board there and lived there for quite a long time. Also ich habe da so einen Ort gefunden, wo sonst die Alkoholiker ihre Flaschen hingeworfen haben. Ich habe das dann da sauber gemacht und habe dann da einige Zeit gelebt. Helped build a health food cooperative during that time. Und ich habe auch geholfen, eine Kooperative für gesunde Nahrung aufzubauen in der Zeit. Eventually I felt that I couldn't know where I slept each night, that I should not know where I was going to go and sleep that night. It should be a mystery. Aber irgendwann hatte ich so die Idee, dass ich nie wissen sollte, wo ich die Nacht schlafen sollte. Also das sollte ein Mysterium für mich sein. The point is to go as far to the edge as possible to completely trust in divine providence. Die Idee dabei ist dann so weit an den Rand zu kommen, also so zum Extrem zu kommen, dass man dann alles göttliche Fügung ist. Go to the next. And finally, I was in San Diego, California. I got a VW camper van and lived in it. Und schließlich war ich dann in San Diego, Kalifornien, hatte einen VW-Bus, in dem ich lebte. Helped start a vegetarian restaurant there. Ja, das Nummernschild sagt Heiliger, Sage. What? Oh, yeah. The license there. Okay, the next one. And this is the Balboa Park. I would go there every day to do my Hatha Yoga. I've been doing Hatha Yoga for many years regularly. In diesem Park habe ich dann jeden Tag mein Hatha Yoga gemacht, also schon viele Jahre lang. So one day I prayed to God. I said, I've heard that Hatha Yoga is not true yoga. Please teach me true yoga. Und dann eines Tages betete ich zu Gott und sagte, ich habe gehört, dass Hatha Yoga nicht das wahre Yoga ist. Bitte gib mir das wahre Yoga. So within a few days, I found myself on the doorstep of the Yogananda Ashram in North San Diego County. Und so nach einigen Tagen war ich plötzlich an der Schwelle vom Yogananda Ashram in Nordkalifornien. No, just the North County. Okay, also the north of that county. Okay, also da im Norden der Staatsgrenze oder der Bezirksgrenze. And I met this head Swami Dayananda, and I told him, I think I'm supposed to live here. Und ich habe den Hauptswami dann getroffen, Swami Dayananda, und sagte zu ihm, ich glaube, ich muss hier leben. He said, you can't live here, but maybe can get you a job here. So he got me a job in the construction department. Und er sagte, du kannst hier nicht leben, aber vielleicht kann ich dir einen Job besorgen. Und er hat mir dann in der Bauabteilung angefangen. Then I applied for the lessons, and then I got initiated into Kriya Yoga. Und dann habe ich da einige Vorträge besucht und ich wurde auch in Kriya Yoga eingeweiht. And then got accepted as a monk, so I was living there. Und dann wurde ich als Mönch akzeptiert und dann habe ich dann dort gelebt. Anyway, so let's see what the next one is. Okay, so this is Babaji of Kriya Yoga. So das ist der Babaji vom Kriya Yoga. Yogananda. Das Yogananda. Next. Okay, so these are the young monks in training in the Yogananda Ashram. Das sind also die jungen Mönche, die noch im Training, in der Ausbildung waren im Yogananda Ashram. They don't dress like Indians. Also die ziehen sich nicht so an wie Inder.
And you can see the man on the top left, he's the Swami, Swami Bodhichitananda. Und dann kann man da oben ganz links den Swami sehen, also der Swami Nityananda. I'm down on the left there, Und ich bin dort where oben your head links, is. wo mein Kopf ist. Anyway, next photo. Okay, go back one. So I was living in the ashram and I was very happy, but I thought I should read a book of Patanjali Yoga Sutra, so I went to the Bodhi Tree bookstore in LA. Ich habe also dann im Ashram gelebt, war eigentlich sehr glücklich, aber irgendwie dachte ich müsste mal ein Buch über Patanjali lesen und bin dann in den Bodhi Tree Bookstore, also Buchladen In Los Angeles. Yeah. In LA gegangen. You're okay? Yeah, sort of. Okay, sort of, yeah, right. And I picked up the first book, and it turned out to be a book by Swami Bodhichitananda, and as soon as I saw his photo, I recognized him. Und ich habe also dann das erste Buch, was ich genommen habe, das war dann ein Buch von Swami Bodhichitananda, und so wie ich das Foto gesehen habe, da habe ich ihn erkannt. And I was very happy with Kriya Yoga, but this really confused me as far as whether I should stay in the ashram or not. Und ich war schon sehr wirklich glücklich mit dem Kriya Yoga, aber das hat mich jetzt sehr verwirrt, also ob ich jetzt wirklich im Ashram bleiben sollte oder nicht. I went to the head monks and I said, there's a problem, because I recognize Swami Bodhichitananda. Und habe gesagt, ja, ich habe da ein Problem wegen Swami Bodhichitananda. They said, what? They said, no, there's no problem. We have great respect for him. He's a great saint. Just be in the ashram. Dann sagten die, nein, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben großen Respekt vor ihm. Er ist ein großer Heiliger. Verlass einfach den Ashram hier. In this ashram, in the first few years, we're not allowed to read anything except for Yogananda and one Christian saint, Brother Lawrence. Und dann in dem Yogananda Ashram war es uns in den ersten Jahren nicht erlaubt, irgendwas anderes zu lesen, außer Yogananda und dann noch einen christlichen Heiligen. Was war's denn? Brother Lawrence, practice the presence of God. Bruder Lawrence, praktiziere die Christian Gegenwart saint. Gottes, also ein christlicher Heiliger. So every morning after the study, when we were studying Yogananda's lessons, after study I would run back to my room and I had a book under my bed of Swami Bodhichitananda and Swami Sivananda. Und jeden Morgen, nachdem ich dann da die Lektüre gelesen habe von Swami Yogananda, von Yogananda, dann bin ich dann immer in mein Zimmer gegangen und dort hatte ich unter meinem Kissen ein Buch von Swami Bodhichitananda und von Swami Sivananda. And I felt really guilty. I would pull these books out from under my bed and read them, you know. Ich habe mich da wirklich schuldig bei gefühlt, wenn ich die Bücher da unter dem Bett hervorgezogen habe und sie gelesen habe. Finally, one morning, the head Swami told us that there's a VIP coming. We took care of the meditation gardens, so we had to clean them and get out really quickly. Und also eines Morgens sagte uns der Hauptmönch, dass jetzt so wichtige Leute kommen, VIPs, und da mussten wir schnell die Meditationshalle sauber machen. I had never actually met Swami Bodhichitananda, but I just thought there's only one VIP, and that's Swami Bodhichitananda. Und ich hatte Swami Bodhichitananda noch nicht getroffen, aber ich dachte dann schon, es gibt nur einen VIP, das ist Swami Bodhichitananda. So after we cleaned the meditation gardens and the other monks left, I didn't leave. I hid behind the bush. Und nachdem wir dann die Meditationsgärten gereinigt hatten, dann sind die anderen Mönche gegangen und ich habe mich hinter einem Busch versteckt. And sure enough, a car pulled up and Swami Bodhichitananda and Swami Vimlananda got out of the car. Und ganz klar natürlich, ein Wagen fuhr heran und dann kamen Swami Bodhichitananda und Swami Vimalananda aus dem Auto. But I couldn't go to them, so I hid behind the bush and I just prayed, please take me to India, please take me to India, please take me to India. Und ich konnte aber nicht zu denen hingehen und dann war ich noch hinter meinem Busch und habe einfach gebetet, bitte nimm mich nach Indien, bitte bring mich nach Indien. I didn't tell anyone about this, but within a short time all the head Swamis met in that ashram and decided that I should go to India and meet Swami Bodhichitananda. Ich hatte niemandem davon erzählt, aber nach kurzer Zeit haben sich die ganzen Hauptswamis dieses Ashrams versammelt und haben beschlossen, dass ich nach Indien gehen sollte, um Swami Bodhichitananda zu treffen. Actually, I had to leave the ashram. I didn't have any money, so I had to get a job. Ich musste den Ashram verlassen, hatte also aber gar kein Geld und musste mir erstmal Arbeit suchen. Someone wanted me to help them start a juice bar across the street from the ashram. Und jemand wollte, dass ich ihm dabei helfe, gegenüber vom Ashram eine Saftbar zu gründen. So it took us about 6 months. We built this juice bar,
and then I was able to go to India. Und es hat dann so circa 6 Monate gedauert. Wir haben dann diese Saftbar gemacht und danach war ich in der Lage, nach Indien zu fahren. A few years ago, I went back and I saw the juice bar, and it's called Swami's. Vor einigen Jahren war ich mal wieder dort, habe die Saftbar gesehen und die heißt Swamis. Go to the next one. So I came, this is Sivananda Ashram. I came there in September 1991. Das ist der Sivananda Ashram. Ich bin dort im September 1991 eingetroffen. Go ahead. Swami Sivananda. And I'm not going to give you an introduction to Swami Sivananda. Das war Swami Sivananda, den werde ich euch jetzt This nicht is the vorstellen. Satsang Hall. Das ist die Satsang-Halle dort. Go to the next one. The Samadhi of Swami Sivananda. Das ist Just wait. der Samadhi-Schrein von Swami Sivananda. So in the first 2 years, I had no service at all. I didn't have any work. In den ersten 2 Jahren, da musste ich keinen Dienst leisten. Ich hatte keine Arbeit, die ich machen sollte. It was really terrible. Swami Chidananda would go on world tour, and then when he would come back, I would say, Swamiji, I need to do karma yoga. Please give me some service. He said, yes, yes, I'm thinking about it. Then he would go on world tour again. Und das war wirklich schrecklich. Swami Chidananda, der ist immer auf so Welttouren, Weltreisen gegangen. Und wenn er dann zurückkam, habe ich immer gesagt, Swamiji, ich muss was machen, gib mir ein Karma-Yoga. Und dann hat er gesagt, ja, ich werde drüber nachdenken. Und dann ist er aber wieder auf die nächste Weltreise gegangen. This went on for 2 years. Das ging so 2 Jahre lang. So finally I volunteered typing Swami Sivananda's books into the computer. Und also letztlich habe ich mich dann freiwillig dazu gemeldet, Swami Sivanandas Buch in den Computer zu tippen. And one day I missed a few sentences. Und eines Tages habe ich ihm zwar ein paar Sätze ausgelassen. Somebody wanted to make an issue out of it to Swami Chidananda against him. Und da wollte dann jemand ein Problem draus machen bei Swami Chidananda. So he called me down, and when he came out of his room, Da hat er mich zu sich gerufen und als er aus seinem Raum kam, I just said to him, Swamiji, I was only volunteering until you made a decision. dann habe ich zu ihm gesagt, ja Swamiji, ich habe mich ja nur freiwillig dafür gemeldet, bis du eine Entscheidung getroffen hast. He said, you know, many people say Swami Chidananda cannot make decisions. Und dann hat er gesagt, weil du weißt, viele Leute sagen, Swami Chidananda kann keine Entscheidungen treffen. And he said, and they're absolutely right. Und sie haben total recht. Because I wait, and I wait, Denn ich warte und ich warte, until I know it's God's will, and then I act. bis ich weiß, dass es Gottes Wille ist und dann handle ich. These are some of this Swami Venkateshananda on the front left. He was one of the greatest disciples. Vorne links Swami Venkateshananda, einer der größten Schüler. He's not that well known because he didn't want a post in the administration and he didn't want any ashram built around him. Also er ist nicht so sehr bekannt, weil er wollte keine Stellung in der Verwaltung und wollte auch nicht, dass um ihn ein Ashram gebaut wird. Swami Krishnananda, the next one. Daneben Swami Krishnananda. And then Swami Chidananda and Swami Satchidananda. Und dann Swami Chidananda und Swami Satchidananda. Go ahead. All right. The second one I don't know. This is Swami Sahajananda from South Africa on the left. Also den zweiten kenne ich nicht, aber ganz links ist Swami Sahajananda aus Südafrika. Do you guys know who the second one is by chance? Ist der zweite ist? Swami from Malaysia. Oh, Guru Bhaktananda. Ein Swami aus Malaysia, sagt Chandra. Prabhupada. Okay. And Swami Satchidananda, Swami Chidananda, Swami vishnu-devananda. Swami Satchidananda, Swami Chidananda. You can't translate that. Swami vishnu-devananda. I translate everything. Swami Venkateshananda. Swami Venkateshananda. You have to translate the meaning into German. All right, go ahead. Swami Chidananda. So just hold it there. Go back. So Swami Chidananda came in 1943. The Divine Life Society was founded in 1936, and he came in 1943. Swami Chidananda kam dann 1943. Die Divine Life Society wurde 1936 gegründet. Er kam dann 1943. Swami Sivananda was alive. Swami Chidananda was the General Secretary. Und so, also Swami Sivananda war noch am Leben, dann war Swami Chidananda der Generalsekretär.
When he went abroad for the first time in 1959, because he was gone so long, Swami Krishnananda became the General Secretary. Und als dann 1959 das erste Mal dann auf Reisen ging, war er sehr lange weg und deswegen wurde Swami Krishnananda der Generalsekretär. And when Swami Sivananda passed away, Swami Chidananda became the President. Und als Swami Sivananda dann gestorben ist, dann wurde Swami Chidananda Präsident. So he left his body 2 years ago, 2008. Swami Chidananda hat seinen Körper vor 2 Jahren verlassen, 2008. Okay, go ahead. This is Swami Madhavananda. I'm just, usually I do this much longer to introduce all of them, so I'm very briefly, just to give you an idea how many great disciples Swami Sivananda had. Also ich mache das normalerweise länger und jetzt mache ich das sehr kurz. Also das ist jetzt nur, um euch mal so eine Idee zu vermitteln, wie viele großartige Schüler Swami Sivananda hatte. You know, Swami Sivananda trained every disciple differently according to their temperament. Ihr wisst, Swami Sivananda hat jeden Schüler anders ausgebildet, je nach ihrem Temperament. If you were more of an intellectual type towards Vedanta, he would encourage that. Wenn du mehr so der intellektuelle Typ warst, so in Richtung Vedanta, dann hat er das ermutigt. If you were more towards meditation, he would encourage you to follow Raj Yoga. Und wenn du mehr an Meditation interessiert warst, dann würde er dich ermutigen, Raja Yoga zu folgen. A Hatha Yogi to follow that, if you were more towards yoga. Yogi dem zu folgen. And if you were oriented towards music, he would encourage you to find God through music. Und wenn du in Richtung Musik orientiert warst, dann würde er dich ermutigen, Gott durch Musik zu finden. Whatever your temperament was, he would encourage that as a way to find God. Was immer dein Temperament, deine Neigung war, das würde er dann ermutigen, dich darin ermutigen, so deinen Weg zu Gott zu finden. This is Swami Madhavananda. He was a Bhakti yogi. Das ist Swami Madhavananda. Madhavananda, er war ein Bhakti-Yogi. He was one of the vice presidents. Er war einer der Vizepräsidenten. He passed away, I think, in the late 90s. I forget exactly when. Ich glaube, er ist so in den späten 90ern verstorben. Ich weiß nicht mehr genau wann. Go ahead. Of course, Swami vishnu-devananda, and you are all much more experts on him than I am. Natürlich Swami vishnu-devananda, da seid ihr viel mehr Experten, als ich es bin. He went to the West in 57 or 58? Er ging 57, 57. Also 57 in den Westen. So he was very dynamic to start all the Yoga Vedanta centers all over the West. Und er war sehr dynamisch, hat überall im Westen die Yoga Vedanta Centers, Sivananda Yoga Vedanta Center gegründet. A really interesting thing, wherever the disciples would go, they would almost always call their organization Sivananda Ashram. Und auch eine interessante Sache, egal wo die auch hingingen, die Schüler, sie haben ihre Organisation eigentlich fast immer Sivananda Ashram. You don't see that, I've never seen that anywhere else, where they had such great love and respect for him that they would all call their ashram Sivananda Ashram. Und ich habe das sonst nirgendwo gesehen, dass die Schüler so voller Liebe und Respekt waren, die haben alle ihre Organisation Sivananda Ashram genannt. Swami Chidananda and Swami vishnu-devananda. Swami Chidananda und Swami vishnu-devananda. So this is Swami Venkateshananda again. Das ist wieder Swami Venkateshananda. He was quite famous, quite popular in New Zealand, Australia, Mauritius, South Africa and the UK. Er war ziemlich populär in Neuseeland, Australien, Mauritius, Südafrika und England. And Germany. I never heard. Und in Deutschland. Oh, okay, I didn't know. In den 70ern hatte er hier eine ganz schöne Gefolgschaft. And okay. Einige Bücher wurden zu der Zeit auf Deutsch übersetzt. And actually, I will tell you, even though if Swami Chidananda is my guru, in Sivananda Ashram in India, most of us consider him to be the greatest disciple of Swami Sivananda. Und auch eins muss ich euch sagen, auch wenn Swami Chidananda mein Guru ist, die meisten Leute, also die meisten von uns aus dem Sivananda Ashram, die sehen Swami Venkateshananda als den größten Schüler von Swami Sivananda an. And one of his great works is the translation and commentary on the Yoga Vasishta. Und einer seiner großartigen Arbeiten ist die Übersetzung und der Kommentar zur Yoga Vasishta.
That's the teachings between Sage Vasisht, the guru of Ram. Ram is asking him for guidance and spiritual Das sind die instruction. Lehren von dem weisen Vasishtha, also dem Guru von Ram. Rama bittet ihn um Führung und spirituelle Unterweisung. Okay, next. That's Swami Venkateshananda. Go ahead. This is Swami Krishnananda. He was a great Gyan Yogi, and he, as I said, became the General Secretary. Das ist Swami Krishnananda, aber er war ein großer Jnana-Yogi und wie ich schon gesagt habe, wurde er Generalsekretär. And his books are the main books I read now. Und seine Bücher sind die Bücher, die ich jetzt hauptsächlich lese. But growing up with him was very difficult. Aber mit ihm zurechtzukommen war sehr schwierig. He was very difficult. Er war sehr schwierig. Anyway, but I loved him. Aber ich habe ihn geliebt. Because he could probe right into you and just strip you bare. There's nothing left. Und er konnte nämlich genau so in dich hineinbohren und dich so alles von dir runterreißen, da war nichts mehr übrig. Go ahead. He passed away in, I think, 2001. Ich glaube, er ist 2001 verstorben. Go ahead. This is Swami Dayananda, who ran the printing press since the very beginning, pretty much. I don't know what year, but... Swami Dayananda, der so ziemlich von Anfang an die Druckerei geleitet hat. He was also the treasurer Er of the war ashram. Schatzmeister des Ashrams. Next. This is Swami Devananda. He was one of the youngest disciples of Swami Sivananda. He came in the 50s, I think around 55. Swami Devananda, einer der jüngsten Schüler von Swami Sivananda. Ich glaube, er kam so 55. So he was the personal attendant during the last years. Und er war dann der persönliche, also der sich dann in den letzten Jahren um Swami Sivananda gekümmert hat. This is Swami Dayananda. She almost became the president. She built the hospital and she was Swami Sivananda's doctor in the last few years. Das ist Swami Dayananda. Sie wäre fast Präsident geworden. Sie hat das Krankenhaus dort gebaut, das Hospital, und war auch Swami Sivanandas Arzt in den letzten Jahren. After Swami Sivananda's passing, she settled in The Hague. How do you say it? Hague. Huh? Den Haag. Also Okay. nachdem We say The Hague. verstorben ist, dann hat sie sich in Den Haag niedergelassen. Okay. In Haag. Den Haag. Sorry, my German's not good. Next. Mein Deutsch ist nicht gut. Sehr auffällig. This is. I don't know what he said. You said my German is not good, and I said it's Dutch anyway. Oh, okay. Oh, yeah, right. This is Dr. Kuti, and she was both a regular doctor but specialized in as a woman's doctor. Und das ist Dr. Kuti. Sie war also ein normaler Arzt, aber sie war auch spezialisiert auf Frauenkrankheiten, also ein Frauenarzt. She regularly came to the ashram, but then when Swami Sivananda left and Swami Dayananda went to Den Haag, then she was asked to run the hospital. So she ran it for the next 40 years. Und nachdem dann Swami Sivananda verstorben war und Swami Dayananda gegangen war, dann wurde sie gebeten, das Hospital, das Krankenhaus zu leiten, und sie leitet es dann für die nächsten 20 She Jahre. looks very simple, but she was famous throughout India for her service to the poor. Sie sieht sehr einfach aus, aber sie war in ganz Indien sehr berühmt für ihren Dienst an den Armen. This is Swami Satyananda, who went on this, found the Bihar School of Yoga. Many of you may know him. Und das ist Swami Satyananda, der die Bihar School of Yoga gegründet hat. Viele von euch kennen den vielleicht. So he went more in the Raj Yoga and the Tantra line. Und er ging so mehr ins Raja Yoga und in die Tantra-Linie. Oh, I want to go back. We were talking about Swami Krishnananda was in the Gyan line. Und in which line? The Gyan Yoga line. Ja, okay, also ich will nochmal zurückgehen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass dann Swami Krishnananda in der Jnana-Linie war. And Swami Chidananda was always traveling all over the world for 50 years. Und Swami Chidananda die ganze Zeit um die Welt gereist ist, 50 Jahre lang. So one time the great lady saint Sri Anandamoyi Ma, und eines Tages dann kam die große Heilige Sri Anandamoyi Ma. she said
that Swami Madhavananda was in the Bhakti line. Sie sagte, dass Swami Madhavananda in der Bhakti-Linie, also auf der Line. You Bhakti-Linie, have to say, Linie. not lineage, no. It won't work. Not lineage, Linie. Okay, So die okay. Bhakti-Richtung. Well, I hope it translates okay in German. Linie, okay, also you know the joke. Okay, also ich muss Linie sagen, damit der Witz funktioniert. Okay. Swami Krishnananda was in the Gyan line, Also Swami Krishnananda war in der Jnana-Linie. Ja. and Swami Chidananda was in the air line. Swami Sivananda war dann in der Airline, also in der Fluggesellschaft. Also Linie, also Fluglinie. Yeah, I know, you might not. Fluglinie, yes, yes. Okay, so this is Swami Satchidananda. So he came to America in 1966. Das ist Swami Satchidananda, der kam 1966 nach Amerika. Actually, in his younger days, he was married and had a child. Und er war auch in jüngeren Jahren verheiratet und hatte ein Kind. His wife died, and he left the child with his family, and then went looking for saints. Und die Frau starb und dann hat er das Kind bei seiner Familie gelassen und hat sich dann um die spirituelle Entwicklung gekümmert. And ended up with Swami Sivananda in Rishikesh. Und ist dann bei Swami Sivananda in Rishikesh gelandet. In 1966, he was invited to New York, 1966 wurde er nach New York eingeladen. and then in 1969, he became the guru of Woodstock. Und 1969 wurde er der Guru von Woodstock. Yes. So from there, he went on to found Yogaville, a large ashram in Virginia. Und von da ging er dann nach Virginia und hat dort Yogaville gegründet. And many artists and musicians were disciples of him. Und viele Künstler und Musiker waren seine Schüler. Peter Max, Peter Max, Carole King, Alice Coltrane, the wife of John Coltrane. also Alice Coltrane auch, die Frau von John Coltrane. And actually Alice Coltrane, I don't know if they know, John Coltrane's like the greatest jazz, he's like the guru of Ich weiß jazz. nicht, ob ihr das wisst, aber John Coltrane ist so der größte Jazzmusiker, also der Guru des Jazz. But his wife, I think, is greater, Alice Coltrane. Aber ich glaube, seine Frau, die war noch So größer als she had a dream Die hatte einen Traum. that Swami Satchidananda came to her in a dream and gave her this cloth. Und also sie träumte, dass Swami Satchidananda ihr erschien und ihr dieses Kleidung oder die Kleidung gibt. So she went to him and said, "Is my 30 minutes up? Can I take 5 more minutes?" Okay. So she went to Swami Satchidananda and said, "Is this real?" And he said, "Yes." And he initiated her as a Swami. Und sie ging dann zu Swami Satchidananda und fragte, ob das wahr ist. Und er sagte ja und hat sie als Swami eingeweiht. So in 1972, she stopped playing and recording music, and she founded an ashram in California. 1972 hat sie dann damit aufgehört, Musik zu machen und aufzunehmen und hat dann einen Ashram in Kalifornien gegründet. This is Swami Chinmayananda, who was in the ashram, I think, for 7 years, and then went up in the Himalayas and was with the great saint Tapovan Maharaj. Und das ist dann Swami Chinmayananda, ich glaube, der war 7 Jahre im Ashram und ging dann hoch in den Himalaya, in die Berge und war dann bei einem großen Heiligen, Tapovan Maharaj. And he went on to found Chinmayananda Mission to disseminate spiritual knowledge to especially to youth and especially to the youth and to the general public in India. Und er hat dann die Chinmayananda Mission gegründet, um spirituelles Wissen zu verbreiten, besonders an Jugendliche, aber auch so an die allgemeine Öffentlichkeit in Indien. This is Swami Jyotirmayananda. Das ist Swami Jyotirmayananda. Okay, yeah, right. And he, in the early 60s, he went from Sivananda Ashram to Florida and founded the Yoga Research Foundation in Florida. Und er ging dann in den frühen 60ern vom Sivananda Ashram nach Florida und hat dann die Yoga-Forschungsgesellschaft gegründet. Also Yoga. A very prolific writer in Yoga and Vedanta, many, many books. Und er hat dann auch viele Bücher geschrieben, also über Yoga und Vedanta. Next. Oh gosh, I forgot his name now. Jetzt habe ich seinen Namen. I went blank. Yogi Hall. Oh, Swamiji, what's his name? I forgot. Is it criminal? Yeah, Swami Premananda, thank you. So this is Swami Premananda. He was also one of the directors of Sivananda Ashram. Das ist Swami Premananda. Er war einer der Direktoren des Sivananda Ashrams. Great yogi. Ein großer Yogi. Das ist vom Ganeshpur. No, in Ganeshpur.
He's from Punjab. Oh, but is he in Ganesh? He passed away. Ah, okay. So Yes, he passed away. Everybody here except for Jyotirmayananda, he's still alive. Also alle, die sind schon tot, außer Jyotirmayananda. And the others, I think all of them have passed away so far. Also ich glaube, die anderen sind alle verstorben. This is Swami Vidyānanda. So he studied Veena with a Veena guru and learned to integrate classical music with Vedanta. Und er hat dann die Veena studiert mit einem Guru und hat dann gelernt, die klassische Musik mit Vedanta zu integrieren. But he had to support his family, so he started playing in the film industry in Mumbai. Aber er musste auch seine Familie unterstützen und dann hat er angefangen in der Filmindustrie in Mumbai zu spielen. And eventually he and his guru came, his music guru came and met Swami Sivananda, and Swami Sivananda says, I've been praying to Mother Saraswati for a Veena player. Und da kam irgendwann mal sein Guru zum Shivananda Ashram und Swami Sivananda hat gesagt, ich habe zu Mutter Saraswati gebetet, dass sie einen Veena-Spieler schickt. So he stayed, and if you hear the recordings of Swami Sivananda's Kirtan, it's him, Swami Dayananda, playing the Veena. Und er ist dann aber, also Swami Dayananda, Vidyananda. Yoga Vidyananda. Ja, Yoga Vidyananda. Just take the yoga off. Okay, also Vidyananda ist dann dort geblieben im Shivananda Ashram und hat dann immer die Veena gespielt und man kann ihn auch auf so Aufzeichnungen vom Satsang dann hören. And this is Swami Brahmananda. He had also been married and had a government job, but was coming to Sivananda Ashram very regularly. Und das ist Swami Brahmananda. Er hatte einen normalen Job bei der Regierung, aber kam sehr regelmäßig zum Sivananda Ashram. His wife passed away in the 50s, and seine Frau starb in den 50ern. So he wanted to leave everything and come to the ashram, but Swami Sivananda, go ahead. Er wollte dann alles verlassen und zum Ashram gehen, aber Swami Sivananda. Swami Sivananda felt that he only had a few years to complete his pension, so he should stay. So he came after. Swami Sivananda hat dann gemeint, müsste eigentlich nur noch ein paar Jahre machen, dass er dann seine volle Pension hinterher bekommt und hat dann gesagt, er soll noch ein paar Jahre weitermachen. So just as I said in the ashram, it was interesting to live with all of these people because they were all very different in their view. Und es war sehr interessant, dort in diesem Ashram zu leben mit all diesen verschiedenen Leuten, weil die waren sehr unterschiedlich von ihrer Sichtweise her. For example, a Raj Yogi thinks the environment should be very sattvic, control the environment, so that we can sit and meditate very nicely. Zum Beispiel denkt ein Raja-Yogi, dass die Umwelt sehr sattwig sein müsste, dass man die Umwelt kontrollieren müsse, sodass man gut sitzen und meditieren kann. But a Gyan Yogi will say, change your vision, don't try to change the world, it's all Brahman. Und ein Jnana-Yogi würde aber sagen, ändere deine Sichtweise, versuch nicht die Welt zu ändern, das ist alles Brahman. Swami Brahmananda was pure non-dual in his teachings. He would never come down from that non-dual point of view. Swami Brahmananda war rein non-dualistisch in seinen Lehren, also er würde nie weggehen von dieser non-dualistischen Sichtweise. If you tried to ask him a personal question for advice, he would always bring it back to the self and remembering who is that's inquiring. Wenn man ihn in einer persönlichen Angelegenheit oder eine persönliche Frage gestellt hat, ihn um Rat gebeten hat, ist er immer wieder zurückgegangen zu der non-dualistischen Sichtweise vom Selbst. Whereas like Swami Krishnananda would work on that plus other levels. He would help you with personal problems, and he ran the ashram, so he had to deal with law, money, all these things. Während Swami Krishnananda das von verschiedenen Blickwinkeln betrachten würde und einem da auch geholfen hat bei persönlichen Problemen, und er hat ja auch den Ashram geleitet, also musste mit Geld umgehen und allen möglichen Problemen. So this is Swami Sahajananda, as I was saying before. Das ist Swami Sahajananda, wie ich schon mal gesagt habe. He was from Indian origin but born in South Africa. Also er war indischer Abstammung, aber in Südafrika geboren. And he happened to come upon some
one book of Swami Sivananda in South Africa. Und er ist dann auf ein Buch von Swami Sivananda in Südafrika gestoßen. Came to Rishikesh and met Swami Sivananda, and then Swami Sivananda told him to start a branch in South Africa. Kam nach Rishikesh, hat Swami Sivananda getroffen und Swami Sivananda hat ihm dann gesagt, er soll eine Zweigstelle in Südafrika gründen. Swami Sivananda told him the first time he came, he said, learn two things. Swami Sivananda hatte ihm beim ersten Mal gesagt, lerne zwei Sachen. How to type Also Schreibmaschine schreiben. and how to make tea. Und Tee machen. And sent him back to South Und hat ihn Africa. wieder nach Südafrika geschickt. So that was part of the secret of his success, because he became a great editor and printed Swami Sivananda's books really beautifully in South Und das Africa. war auch ein Teil des Geheimnisses seines Erfolgs, denn er wurde ein großer Herausgeber und hat viele der Bücher Swami Sivanandas sehr schön in Südafrika gedruckt. And built the Divine Life Society very big in South Africa. Und die Divine Life Society ist auch sehr groß geworden. And probably drank a lot of tea. Und er hat vielleicht auch eine Menge Tee getrunken. All right. So this is Swami Vimalananda. Das ist Swami Vimalananda. He's the current president of the Divine Life Society after Swami Chidananda's passing. Er ist der jetzige Präsident der Divine Life Society, nachdem Swami Chidananda gestorben ist. He came in 1953, but didn't know that the ashram was there. He was sitting by the Ganga. Er kam 1953, aber wusste nicht, dass es den Ashram dort gab. Der saß dann am Ganges. He was 19 years old, and Swami Chidananda found him sitting there. Er war 19 Jahre alt und Swami Sivananda hat ihn dort gefunden. Swami Chidananda. Ja. Oh, all right. So Swami Chidananda brought him into the ashram. So Swami Sivananda said that this is the first disciple of Swami Chidananda, actually. So who brought who? Swami Chidananda brought Swami Vimalananda from the Ganga into the Swami ashram. Chidananda brought Swami Vimalananda vom Ganges dann in den Ashram gebracht. So he was the first disciple of Swami Und Chidananda. er war dann der erste Schüler von Swami Chidananda. And he served him and traveled with him all over the world for 40 years. Und er hat ihm dann gedient und ihn überall auf der Welt begleitet, 40 Jahre lang. I think I'm going to stop there. Let's see what's... Oh, well, we'll stop here. So, because this is the last picture. Das ist das letzte Bild, Because the journey continues. denn die Reise geht weiter. Anyway, shortly after coming to the ashram in 1991, I came on Swami Chidananda's 75th birthday by chance. Und also ich kam dann 1991 zum Ashram, also nach Rishikesh, und so aus Zufall kam ich dann, das war dann so der 57. Geburtstag von Swami Chidananda. And- Wie viel? 75? 75. How many? 75? Or which What's birthday? 70th? Oh, 75th birthday. I didn't know if you were saying 1975 or am I 75? I don't know. Anyway, we had Also a der 75. Geburtstag von Swami Chidananda, da kam er dann in den we had a huge earthquake, Und es and gab ein großes Erdbeben. there was a monk of Swami vishnu-devananda, Swami Dayananda, staying in the room with me that night. Und dann war dann ein Mönch, Swami Dayananda, der war mit Dayananda. der war dann mit Hari Om. Dayananda, der war dann mit mir im gleichen Zimmer. So in the morning he was very angry with me. Why were you shaking my bed in the nighttime? Und am Morgen hat er sich dann sehr aufgeregt, war mit mir ärgerlich, hat mich gefragt, warum hast du da nachts an meinem Bett gerüttelt? Okay. So I'm going to stop there. I mainly want to introduce you to Swami Sivananda's Also ich höre disciples. jetzt auf, ich wollte ja hauptsächlich mal die Schüler von Swami Sivananda vorstellen.